Come back again. Um den Vortrag bitte. It's yours. Thank you. So, hello again, and good morning. Speaking English? Phew. Claudia will be helping me. So I am very excited and honored to be here this morning. I truly appreciate the hospitality of your city. A special thanks to Charlie, who brought me here, Jacqueline, who has been wonderful. Also to the folks that have volunteered their time to give me rides to different facilities, Chris and Marcus, for driving us around, and Claudia for helping me. And in addition to that, a special partner of mine, my husband, Chris Singer. Ja, Jody findet es sehr spannend, heute hier zu sein, fühlt sich sehr geehrt. Und seit sie hier ist, freut sie sich sehr über die Gastfreundschaft, die sie erfahren hat. Und in diesem Zusammenhang gleich ein großes Dankeschön an Charlie, Karls Marsch, dem zu verdanken ist, dass sie hier ist, Jacqueline und ihrem Team und allen Bemühungen, aber auch Chris und Markus, die als Fahrer tätig waren. Claudia leistet ihren Beitrag als Dolmetscherin. Vor allem ganz wichtig, Chris, ihr Ehemann, der mitgekommen ist und der sie in jeder Hinsicht immer tatkräftig unterstützt. Today you will hear speakers that will talk about their experience as a cosmonaut and astronaut in space, about flying rockets and flying on the rockets, and about our current missions in science and technologies and the achievements we're making. Heute werden wir noch hören von Kosmonauten, Astronauten, die direkt mitgeflogen sind und die uns berichten können über Experimente, über den Stand der Raumfahrt heute. A majority of my career, which has been over 30 years at NASA, it was my job to ensure that the readiness of the flight hardware was ready to safely launch astronauts and critical payload into space. I served as the Space Shuttle Deputy Manager for the propulsion elements. In über 30 Jahren Tätigkeit für die NASA war Jody vor allem verantwortlich für Flugtauglichkeit und Sicherheitsfragen. Es war ihr größtes Anliegen, die Astronauten sicher hoch und wieder runter zu bringen. In diesem Zusammenhang war sie auch lange Zeit stellvertretende Leiterin des Shuttle-Programms. It included the external tank, the solid rocket boosters, the Space Shuttle main engines. Technische Bereiche, Schwerpunktbereiche für sie, die Außentanks, die Feststoffbooster, die Triebwerke. And it included serving on console to push the button for launch 50 times. Und was sie 50 Mal gemacht hat, im entscheidenden Moment den Startknopf drücken. As the Deputy Center Director today at NASA's Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama, note the accent. Heute ist sie stellvertretende Leiterin des Marshall Space Flight Center in Alabama. Sie weist auch in diesem Zusammenhang auf ihren Südstaaten-Akzent hin. I served supporting the International Space Station, payload and environmental control life support systems. Also the Space Launch System, which I will talk about today, and also what it takes to live and work in space, in deep space, in the future. Ja, und bei ihrer heutigen Arbeit geht es im Zusammenhang mit der Internationalen Raumstation um vor allem Lebenserhaltungs- und Raumklimasysteme. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit, die Entwicklung der neuen Schwerlastträgerrakete SLS und dann übergreifend die Frage, was braucht man, um lange Zeit im tiefen Weltall weit entfernt von der Erde überleben und arbeiten zu können. I am proud to say that even today, with our international partners, we are launching cosmonauts and astronauts to the International Space Station. We have had humans on the International Space Station for over 16 years, including the launch that happened this week. Und die NASA ist stolz darauf, dass es gerade in Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern
gelingt immer wieder, Kosmonauten, Astronauten zur internationalen Raumstation zu bringen. Und das jetzt schon über 16 Jahre, auch wenn man jetzt den letzten Flug dorthin direkt mitzählt. The ISS is approximately 225 miles away. It takes us 1 to 2 days to get there and to return. We can return in hours. Ja, die internationale Raumstation ist ja noch vergleichsweise nah dran, mit 225 Meilen von der Erde entfernt. Man braucht 1-2 Tage, um hinzukommen und kann innerhalb weniger Stunden zurückkommen. In the future, by 2018, we will send the Space Launch System and the Orion into cislunar orbit around the Moon, which is 238,000 miles or 363,000 miles away, and it will take 3 days to get there. Aber für die Zukunft hat man sich noch Größeres vorgenommen. 2018 Start der Trägerrakete SLS mit der Raumkapsel Orion. Sie bewegt sich Richtung Mond in den Bereich hinter dem Mond und hier sprechen wir jetzt über eine Entfernung von 238.000 Meilen, einer Flugzeit von 3 Tagen. By 2030, we plan to safely send and return humans from Mars, a 1,000-day trip versus what it takes today to do in 2 days. It'll take 1,000 days and be about 35 million miles away or 55 kilometers away from Earth. 2030 wird es dann richtig spannend. Da wollen wir Menschen zum Mars schicken, aber vor allem wollen wir sie auch wieder zurückbringen können. Jetzt reden wir von einer Reisezeit von 1000 Tagen und die Entfernung mit 35 Millionen Meilen ist natürlich eine ganz andere Geschichte. The journey to Mars will be hard. It will take courage, new technologies, innovative thinking, the combination of science and robotics and humans in the loop. Ist ein schwieriges Projekt und erfordert einiges. Kreatives Denken, neue Technologien und auch ganz wichtig der Ansatz, Zusammenarbeit Mensch und Roboter. The trip to Mars will be hard, but we will be able to get there because we already are there with robotics. We have launched the first robotic system to Mars in 1965, 50 years ago. Es wird schwierig, keine Frage, aber wir kommen da ganz sicher hin. Die Roboter sind ja schon da und die erste erfolgreiche Mission liegt schon eine ganze Weile zurück. Das war damals 1965. NASA and our international partners have launched over 40 robotic missions toward Mars, and we have successfully landed 4 rovers on the planet Mars. Über 40 Mars-Missionen der NASA hat es gegeben. Immerhin 4 erfolgreiche Landungen, also 4 Rover wurden auf der Oberfläche abgesetzt. And the U.S. is committed, working with our international partners, to be a success, to build the building blocks to get there. And I would like to tell you today how we're trying to do it, step by step. Ja, und von amerikanischer Seite ist man fest entschlossen, mit den internationalen Partnern zusammen auf diese Reise zu gehen. Und der Ansatz ist so ein schrittweiser, modularer Ansatz und über die einzelnen Schritte und ihren Ablauf werden Sie gleich mehr erfahren. This is a chart that our administrator from NASA uses to describe the next steps. Und hier sehen Sie die Reise zum Mars in 3 Phasen eingeteilt. So präsentiert es die NASA immer für die Öffentlichkeit. The next steps in the journey to Mars will be about validating our capabilities before we take the long trip to the red planet. Das heißt, bevor man sich überhaupt auf die Reise zum Mars machen kann, beginnt man mit der Mondnähe und testet dort das, was man an Technik und Ausrüstung hat und sieht, wie gut es ist. Previous missions like Apollo and Shuttle have limited us to be reliant on Earth. We are going to have to go through proving ground steps in order to get to Mars. Bei allen früheren Flügen, Apollo oder Shuttle, war ja immer noch der wichtigste Punkt, sie waren von der Erde abhängig, waren auch relativ nah dran. Und aus diesem Bereich wollen wir uns dann rausbewegen.
Die erste Zwischenstufe, Proving Ground, könnte man so mit Testgelände übersetzen. Man bewegt sich also weiter raus ins Weltall und erprobt dort alles, was man weiterhin braucht. Today, we are Earth reliant, which is the International Space Station, ISS, and commercial crew, as well as our international partners, which makes us reliant on the Earth. Also die erdnahe, erdabhängige Phase, dazu gehören die internationale Raumstation, die Raumflüge, die von Privatunternehmen angeboten werden und unsere bisherigen Partnerschaften mit internationalen Partnern. We are learning a lot with the International Space Station of having to learn, work, and build, including 3D manufacturing in space. It will start to be the proving ground that takes us with 2018 to the 2030s as we build the technology to go faster and further than we've gone in 40 years. Natürlich haben wir sehr viel Wissen ansammeln können durch die Forschungsaktivitäten auf der Internationalen Raumstation. Unter anderem bezieht sich das auch auf diese 3D-Druckverfahren. Und wir werden dann lernen müssen, wie man im Weltall 3D drucken kann. And that includes working with our partners that we currently have on the International Space Station, it covers over 14 nations. Ja, und die Bemühungen von über 40 Nationen, unsere internationalen Partner, unterstützen uns natürlich dabei, dass wir dann übergehen können in die Zwischenphase ab 2018 bis in die 2030er Jahre. And tell them I did bring some patches and things that they can read after the presentation to share more. Und wenn Sie Tell them dann it's in English. mehr wissen möchten, dann bedienen Sie sich bitte nach Ihrem Vortrag, kommen Sie nach vorne, nehmen Sie sich hier Infomaterial oder was für die Bastelstunde mit, ein paar Pins und bedienen Sie sich. What we're striving for is to be Earth independent by the 2030s, and that includes being able to send humans to Mars and return them safely, developing in-space propulsion, the ability to live and work in space, and live off of what we have, just like you saw in the movie The Martian. Das Ziel ist natürlich die erdunabhängige Phase ab den 2030er Jahren. Menschen sicher zum Mars bringen, sicher wieder zurückbringen, neue Antriebsmöglichkeiten testen, im fernen Weltall leben und arbeiten zu können, auf dem Mars die Ressourcen nutzen zu können, die vorhanden sind. Vielleicht haben Sie den Film Der Marsianer gesehen. Na, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Ask them how many have seen the movie The Martian. Wer hat denn den Film gesehen? All right. Matt Damon. Sorry, Chris. So the journey to Mars will start with the enabling capability. To get to Mars, you have to have a vehicle that can get you there. Also, wir brauchen neue Fähigkeiten für die Reise zum Mars. Wir brauchen logischerweise ein Raumschiff, mit dem man überhaupt dahin kommt. This is the vehicle that NASA is working on today. It's the only vehicle capable of sending humans to deep space and the large systems that we have to carry with us. It has a 70-metric initial capability for the first mission, which we call EM1, Exploration Mission 1, that'll fly in 2018. Ja, und was wir da bereits haben, ist auch das einzige Raumfahrzeug, das in der Lage sein wird, Menschen in die Tiefen des Weltalls zu bringen. Es wird dann zum ersten Mal unbemannt im Jahr 2018 unter dem Namen Exploration Mission 1 EM1 eingesetzt. If you think about today, we have landers on Mars, but they've been about 1 metric ton. To be able to live in Mars, we'll have to have the technology to be able to at least deliver 30 metric tons. Hence why we need a large vehicle that can carry it. Wir haben ja schon etliche Geräte auf dem Mars abgesetzt, aber diese Mars-Lander, die wiegen gerade mal 1 Tonne. Wenn jetzt Menschen hoch zum Mars sollen, müssen sie natürlich tonnenweise Ausrüstung mitnehmen. Also die Mindestkapazität, die man braucht, das wären 30 Tonnen. Und da brauchen Sie natürlich eine richtig große Rakete und ein richtig großes Raumschiff. The higher the payload capability that the SLS have will enable us to do fewer launches. It helps us bring more volume because of the size. And it also can help us get there faster, which increases the survivability of our human astronauts.
Und die neue Trägerrakete SLS wird enorm große Nutzlasten transportieren können. Das bedeutet natürlich, dass man auch weniger Starts braucht, weil man mehr in einem Rutsch hochbringen kann. Außerdem ist sie stark genug, um die Reise zu beschleunigen, was das Ganze für später Astronauten natürlich sehr viel sicherer macht. We are taking advantage of some of the technology that we flew on the space shuttle, which includes this picture, which is a solid rocket motor being test fired. This is an actual test firing of one of the solid rocket motors, an example of a solid rocket motor that will be used on the Space Launch System. It has to fire flawlessly to get us into space for over 2 minutes. Zunächst einmal verwenden wir Technik, die wir noch haben, aus den Tagen des Space Shuttle. Hier sehen Sie Feststoffmotoren. Bei der Testzündung muss 2 Minuten einwandfrei laufen. Also der erste SLS-Flug wird damit ausgerüstet sein. This solid rocket motor is a little different from shuttle in that the shuttle solid rocket motor had 4 segments. This has 5, and it will deliver approximately 1.6 million kilograms of thrust capability. Es gibt eine leichte Abwandlung zum Shuttle. Das Shuttle hatte 4 und SLS wird also 5 dieser Motoren haben. Und wir sprechen hier von einer Schubkraft von 1,6 Millionen Kilogramm. We've test fired the solid rocket motor twice. The next time it fires, there'll be 2 of them that'll be carrying the SLS into space. 2 Testzündungen sind erfolgreich verlaufen und beim nächsten Mal wird es dann auch direkt ernst. Das wird dann 2018 beim Raumflug sein. Another component that we're taking advantage of from the shuttle program, when we finished the shuttle program in 2011, we had around 14 to 16 main engines that were available. In the shuttle program, we reused them. On the SLS program, we will not be. They'll be flown one time. Ja, was wir außerdem noch vom Shuttle übrig haben, nachdem das Programm ja 2011 eingestellt wurde, waren so etwa 15 Triebwerke, die wir weiter verwenden werden. Beim Shuttle waren sie ja als wiederverwendbare ausgelegt. Das wird bei SLL nicht der Fall sein, also diese neue Trägerrakete verwendet sie nur einmal. The Space Launch System will fly 4 engines on it, where the shuttle flew 3 each mission. Und im Gegensatz zum Shuttle mit 3 Triebwerken wird SLS auch 4 verwenden. The largest development effort under the Space Launch System that we had to redesign is the core stage, which is composed of a liquid hydrogen and oxygen tank. Eine Neuentwicklung für die neue Trägerrakete ist die Zentralstufe mit dem Wasserstoff und dem Flüssigsauerstofftank. The hydrogen tank, which is on the left, and the LOX tank, which is on the right, Also links der Wasserstoff, rechts der Flüssigsauerstoff. deliver the fuel for the 4 main engines. Und liefert dann den Treibstoff für die 4 Haupttriebwerke. And this is actual hardware that is being produced and will be tested for the SLS. Ist gerade in Produktion und wird demnächst für die SLS-Rakete getestet. Another critical part of getting into space is the Orion spacecraft, which rides on top of the SLS and has the cargo and crew capability. Ja, und dann natürlich ganz wichtig das Raumschiff selbst. Das ist das Raumschiff Orion, dann an der Spitze der Rakete transportiert. Last year, Mark Geyer spoke about to this group, talked about the progress we were making on the Orion. And I'm here to represent him with the Orion, and I have Orion pins as well as SLS pins to be able to talk to you about, show you the hardware, and hopefully soon, in 2018, come back and give you the status of our flight. Ist für Sie ja kein ganz unbekanntes Thema, nachdem Mark Geyer ja im vergangenen Jahr schon ausführlich über Orion gesprochen hat. Sie vertritt ihn jetzt gewissermaßen, was man natürlich auch an den Pins erkennen kann. Wir haben hier übrigens welche für Orion und für das SLS-System. Also stecken Sie sich eine an, dann können Sie mitreden. Und Jody freut sich drauf, 2018
wieder hier sein zu dürfen und dann kann sie Ihnen einen Statusbericht über den Verlauf von Mission EM1 geben. The Orion has a launch abort system to help the astronauts in case we have an issue on launch to be able to abort and get safely away from the SLS. Again, there's the crew module and the service module, which is produced and being manufactured by ESA. So definitely it's a partnership activity. Ja, auch das Raumschiff Orion, ein Produkt gemeinsamer Bemühungen. Sie sehen hier hinter mir, es hat ein Startabbruchsystem, was innerhalb kürzester Zeit die Astronauten in Sicherheit wegziehen kann von der Trägerrakete. Dann natürlich das Mannschaftsmodul und ganz wichtig das Servicemodul, das die ESA entwickelt und gebaut hat. So hopefully, as you have seen, it's no longer a drawing on a piece of paper. It is actual hardware that is being produced and will be ready to fly by 2018. Ja, das sind jetzt nicht irgendwelche Pläne auf Papier, wie Sie ja jetzt gesehen haben, sondern die Teile sind gebaut, sie stehen und 2018 geht's los. The first mission will be an uncrewed mission of the Orion, and it will go into distant retrograde orbit around the moon and perform a 3-week mission testing out the systems that we need for when we want to put humans on it in 2021. Ja, der erste Flug 2018 ist noch ein unbemannter Flug. Und das Raumschiff wird dann in einen entfernten retrograden Mondorbit gebracht. 3 Wochen lang wird es fliegen und wird uns viel Nützliches an Erkenntnissen bringen für die nächste Runde in den 2020er Jahren. And this mission will break the distance record reached by the most remote Apollo spacecraft. Und wir werden einen neuen Rekord aufstellen mit dieser Mission, weil wir weiter rausfliegen ins Weltall, als das bei der Apollo-Kapsel der Fall war, die sich von allen Apollo-Kapseln am weitesten rausgewagt hatte. We'll go greater than 275,000 miles or 440,000 kilometers. Die Entfernung, von der wir sprechen, 275.000 Meilen oder 440.000 Kilometer. Another critical part of being able to launch is making sure you have a launch pad and a facility to launch from. So we are working hard also in parallel at the Kennedy Space Center, where we launch the shuttles, to prepare the pad, prepare the launch structure, and you'll see the tower is a lot different than what we launch from shuttle. Ja, aber bevor man in den Weltraum hochfliegen kann, gibt es auch am Boden einiges zu erledigen. Unter anderem mussten die Startpositionen neu ausgerichtet werden am Kennedy Center, von dem aus damals auch schon die Space Shuttles geflogen sind. Und Sie sehen hinten auf der Darstellung, wie jetzt Startturm, Startrampe modifiziert wurden. And you'll see that the technology has changed, but it's a lot similar to what we saw in Peenemünde yesterday. The launch structure, the rollout, everything. Ja, Sie sehen, die Technik hat sich geändert, aber natürlich sind die Abläufe immer noch dieselben. Rollout, dann an die Startposition, abfeuern. And this will be closely about 13 stories plus higher. Nur die Größenordnungen sind anders. Sie müssen sich jetzt so 13 Stockwerke und noch höher vorstellen. I've told you about the Orion, I've told you about the SLS. I'd also like to share with you some of the payloads that will be flying on this mission. So it's more than just checking out the Orion. There will be science missions that will be also flying. There will be 13 what we call secondary payloads or CubeSats that will be flying. Aber es geht ja jetzt nicht nur um den Hardware-Test sozusagen von SLS und Orion, sondern auch um die wissenschaftlichen sekundären Nutzlasten, die mit hochgebracht werden. 13 sind es, 13 sogenannte CubeSats. About the size of a shoebox, weighs about 30 pounds or 13 plus kilograms. Muss man sich vorstellen, ungefähr so groß wie ein Schuhkarton, Gewicht 13 Pfund. And it's definitely an international partner, academic, and other NASA centers and commercial partner activity. We have these CubeSats, 13 of them, will be ejected after the Orion separates from the Space Launch Vehicle. They'll be looking and studying things such as the sun,
an asteroid, the moon, looking back on Earth, and even an ESA experiment that will be looking back at the Space Launch System. Ja, und diese sekundären Nutzlasten sind auch das Ergebnis unterschiedlicher Bemühungen. Da sind welche dabei, entwickelt von den Universitäten, von anderen NASA-Einrichtungen, von kommerziellen Anbietern. Diese 13 Nutzlasten werden nach der Trennung der Rakete vom Raumschiff ausgesetzt. Sie befassen sich mit unterschiedlichen Themen. Eine untersucht die Sonne, eine den Mond, eine die Asteroiden und eine von der ESA ist auch dabei. Die wird sich dann die Strukturen des Raumschiffs direkt ansehen. Okay, I was trying to set up the video for you. We're going to see if we can back it up just a little bit. This is an example of what a launch will be, including the background music. Also, so wird dann der Start inklusive Hintergrundmusik zu sehen sein. You see the core stage, the launch facility. Zentralstufe, Start. I admit this is animated. Animation. The other parts weren't though. This is real hardware, real engines. Ja, aber das ist jetzt echt. Real engines firing. Richtige Triebwerke werden gezündet. This is testing of an engine. This is the solid rocket motor firing. The picture that we showed you. Hier der Feststoffbooster. This is back to animation with the Orion separating. There's the shields that go back from the Orion. There's the Orion going into space. This is progress we're making on the Orion vehicle. Hoch ins Weltall, Orion entwickelt sich weiter. Separation of the Orion. Trennung. Hardworking people. Going to the moon and circling it. 21-day mission. Mond mission. Erreicht. 21 Tage geht's drum rum. Separation, and it has to be able to survive the entry. Jetzt Wiedereintritt. These were some parachute tests to test out the parachutes that have to be able to safely lower the Orion back to Earth. Muss natürlich gut überstanden werden bei der Hitze. Fallschirme werden ausgefahren, ermöglichen die sichere Landung. They don't really work that fast. Ja, ganz so schnell wird es natürlich nicht ablaufen. Exploration Mission 1. So, das werden Sie dann 2018 mitverfolgen, Exploration Mission 1. And to get to Exploration Mission 1, just like the space program today, there'll be new technologies that come out of it, like a solar cell, green propellant, deep space communication, radiation protection. There'll be, and again, even with radiation protection, we cannot totally protect the astronauts, so we're having to come up with ways to make sure that we minimize it the maximum extent practical. And then also making sure they can survive what it takes to be able to go to Mars and return. Ja, man wird viel Neues noch entwickeln und was es dann an technischen Entwicklungen gibt, davon werden wir letztlich alle profitieren, ob das jetzt verbesserte Solarpaneele sind oder für die Raumfahrt relevant neue Antriebssysteme. Interessant auch neue Kommunikationssysteme und Strahlenschutz, wobei man natürlich sagen muss, 100%igen Strahlenschutz wird es nicht geben. Aber man kann natürlich versuchen, die mögliche Schädlichkeit auf ein Minimum runterzufahren, denn das Wichtigste ist ja, die Astronauten heil raus und wieder zurückzubringen. The SLS will need to be evolvable, so the first mission is a 70 metric ton mission we talked about uncrewed. The next mission will have astronauts and be crewed in 2021. Then past that point, there will be an activity depending on what payload needs to go up, whether it is co-manifested with the Orion, or a large telescope, or a habitat, or what it takes to be able to lift what you need to take with you to be able to survive the harsh environment of Mars. And so we will be doing that through a proving ground of initial steps, working on habitats and proving it out so that we know we can survive when we get there. Ja, Sie sehen hier ganz gut dargestellt, dass die Trägerrakete SLS, dass es so ein flexibles, modulares System ist. Die kleinste Version fliegt natürlich noch unbemannt. Dann kann ihre Tragfähigkeit erhöht werden, auch für diverse Nutzlasten. Das kommt dann darauf an, was man transportieren will. Man kann ordentlich was reinpacken, also Teleskope, auch richtig große, Habitats für das Überleben im Weltall. Naja, so das Gepäck, was man für den Mars eben braucht.
Und bei der zweiten Stufe der Planung der Reise für den Mars, der Stufe Testgelände, da wird das dann im Mondorbit verschiedentlich schon mal ausgetestet. So who will go? Ja, wer fährt denn mit? Wer will denn fliegen? Not just NASA? Nicht nur die NASA, das steht ja schon fest. We need the right stuff and the right astronauts and cosmonauts. Also, wir brauchen da schon die richtigen Kosmonauten und Astronauten. It won't be me, although my husband probably would like to send me there sometimes. Also, Jody wird wohl nicht fliegen, wenn ihr Mann ihr auch hin und wieder nahelegt. Das wäre doch eine gute Idee. It will be the people that are in college, in high schools today. You will be the next generation. You will be the Mars generation, like I was the Moon generation. Also, naja, das sind die Schüler und Studenten von heute. Das ist dann die Mars-Generation, so wie Jody sich zur Mond-Generation dazu zählen würde. So just think about it. NASA provided one of the first selfies in space. Eines der ersten Selfies aus dem Weltraum, hier von der NASA. What we would like to do is have an astronaut in this selfie. Wäre natürlich noch viel cooler, wenn da jetzt ein Astronaut stehen würde. So when you go, you'll have to be taking a selfie, okay? Also da oben, der junge Herr, ne, wenn Sie dann fliegen, das Selfie muss schon sein, das erwarten wir. So be more like you too. But no matter what, I think it will be a fun opportunity. I will do my best to help enable it. NASA, with our international partners, it will take a team, a community to get there, just like what we've done on the International Space Station. It will be a wonderful experience, and I look forward to being part of that, and I hope you will too. Thank you for your attention. Job well done. Thank you. Thank you very much. Maybe you can stay here. Fange schon an, auf Englisch zu reden. Wir haben die Claudia hier. Wäre nett, wenn Sie noch ein bisschen hier bleiben und vielleicht ein, zwei Fragen beantworten. Ich bitte zu bedenken, wir haben heute Nachmittag noch die Gelegenheit, wirklich bitte nur ein oder zwei Fragen, den Rest für heute Nachmittag aufheben und bitte keine Essays nachbefragen. Bitte. Tell if he asks anything too hard. I'm going to make you answer them. Okay, stellen Sie keine zu schwierige Frage, denn sie verdonnert sonst mich dazu, die zu beantworten. Well, I would like to communicate directly in English. So first, thank you, it was very interesting. Jody, I have two questions. Number one, you didn't mention the asteroid mission. Is it on purpose or is it, did you leave it out? The second question is the main point. For long-term missions, the main problem is crew safety. We know that. And we know also that the ECLS design presently on the ISS is not very reliable. So what are the long-term plans to make sure that the life support system can support up to 5 years missions without failure? Okay. Okay, ich übersetze jetzt erstmal die Frage. Oh, okay. Also, Jody hat die Asteroiden-Einfangmission gar nicht erwähnt, jetzt mit Absicht oder hat es einfach nicht reingepasst im Vortrag, also jetzt die Nachfrage. Dann kam auch die Frage langfristig nach guten Lebenserhaltungssystemen, denn Sicherheit geht ja über alles. Und was wir bislang haben an Bord der Internationalen Raumstation, naja, so richtig gut, beziehungsweise für 5 Jahre tauglich ist es sicher nicht. Also, was kann man da tun? Okay, tell them that in my Journey to Mars chart, that it does have the asteroid mission because that'll be part of a proving ground in the technology with the solar electric propulsion, and that part of that, the solar electric propulsion, will be part of what we do to be able to send what we need to be able to capture the asteroid or to work with it, to be part of that. So I just didn't have time to cover it. And that the other thing that I have in the charts, and that's kind of, I'll point right up in there, that the other thing I have on the NEA Scout
which is one of the secondary payloads. It is one of the things, it's demonstrating solar cells and the ability to maneuver and get close. So it's one of the proving ground activity to be able to get closer to an asteroid. So it's also working on those steps. Also zunächst einmal die Antwort auf die Fragen nach dem Asteroiden. Hier bei der Übersichtreise zum Mars, da gehört natürlich die Asteroiden-Einfangmission dazu, ganz wichtig zur technischen Erprobung in dem Zusammenhang die Solarpaneele und sind natürlich ganz wichtig, ihre Manövrierfähigkeit zu testen, ihre Leistungsfähigkeit. Man versucht, so nah wie möglich an den Asteroiden heranzukommen, hofft dann, dass das auch mit dem Einfangen so gelingt. Also es ist Bestandteil des Plans, gehört auf jeden Fall dazu und es war rein aus Zeitgründen, dass während des Vortrags jetzt nicht näher darauf eingegangen wurde. Tell him, as far as the environmental life control activity, that will be one of the things that is high priority that we're working on today on the International Space Station. We're working on the ability to improve the ability to manufacture water, to make sure so we don't have to carry so much. We're also working on the systems, working on the reliability, as well as looking at the ability to enhance the system so that it can remove more of the carbon dioxide so that the astronauts can survive, as well as its ability to generate the oxygen. So it's a combination of things that we're trying to do. One of the critical things we're doing for affordability is upgrade the things that we need to upgrade and push hard on the technology that we know is a gap that we have to invest in. So again, it also is in a step-by-step fashion to get there and a proving ground in that system too. But it's a very high priority today that we're checking out today on the International Space Station. Ja, die Lebenserhaltungssysteme haben natürlich oberste Priorität und es wird auf der ISS auch noch viel zu diesem Thema geforscht. Es geht unter anderem um die Frage, wie kann man Wasser besser aufbereiten, sodass man nicht so viel mitnehmen muss? Wie kann man die vorhandenen Systeme zuverlässiger gestalten? Wie kann man die CO2-Filter verbessern? Und im Grunde handelt es sich bei den Bemühungen um eine Kombination aus verschiedenen Schritten. Ich erwähnte ja eingangs, dass alles, was man unternimmt, auch bezahlbar sein muss. Also wir gucken erstmal, was wir haben, versuchen die bestehenden Systeme zu verbessern, zu modernisieren. Das Ganze sind Bemühungen, die Schritt für Schritt uns weiterbringen werden. Und Sie haben natürlich recht, diese Lebenserhaltungssysteme haben oberste Priorität. Okay, doch noch? So, heute muss kein Mikro, ich denke, ich bin so laut genug. Anschließend an diese Frage, im Zeitraum 2018, 2030 stehen Einjahresflüge an. Bedeutet das, dass man eine 3- oder 4-Mann-Crew im Erd- oder Mondorbit mit dem Orion-Raumschiff ein Jahr lang Runden drehen lassen will, was ich für eine interessante psychologische Herausforderung halten würde? Oder wird dieses ebenfalls von Ihnen gezeigte Kurzzeit-Wohnmodul dabei eine Rolle spielen? So the first mission, Exploration Mission 1 in 2018, is a 21-day mission that tests out the systems. The next mission that will have humans is the 2021, which it will be, right now, the discussion on what we call it EM2, Exploration Mission 2, is there's still discussion as to exactly what it will do. The biggest thing will be is building the time and space as to how long the systems work, and it depends on partially our life support systems and things like that as to what they can support. So that combination and testing out the systems we'll do step by step, and what our intent is the stepping stone, is to build longer missions, build up to 90-something days, then build to 300 days or something like that, and then build up to eventual 1,000 days. But again, we have to make sure that the systems go with us so that they have that development. So it's the proving ground on the systems as well as the vehicle to be able to take that.
that answer your question, I hope. Also das muss man sich so vorstellen, 2018 geht es bei den 21 geplanten Flugtagen um einen Test der Systeme, 2021 bei der Mission EM2 bemannt, versucht man auch, die Systeme bis an ihre Grenzen zu testen, aber das geht auch schrittweise. Ne? Vor allem auch geht es dabei um die Lebenserhaltungssysteme. Man könnte sich vorstellen, dass bei diesem Flug die Astronauten bei EM2 vielleicht 90 Tage unterwegs sind, dort die Systeme testen, gucken, wie weit alles funktioniert, dass dann in einem nächsten Schritt der nächste Flug länger sein wird, 300 Tage, dann bewegen wir uns in einem nächsten Schritt auf die 1000 Tage zu, aber es wird so stufenweise gehen und die Technik muss ja Schritt halten. Also immer erst, wenn das System, die Technik sich bewährt hat, kann man dann den Zeitraum verlängern. And tell them, I think that some of the missions will be determined by the participation of our international partners and their needs too. Ja, und das sucht sich die NASA auch nicht einfach so aus. Es kommt ja auch darauf an, was die internationalen Partner dazu sagen, wo sie ihre Prioritäten haben und ja, was ihr Beitrag sein wird. Also es ist im Grunde noch offen. Okay. Weitere Fragen heute Nachmittag bitte. Ich kann mir vorstellen, dass noch einige bestehen werden. Jody Singer hat uns vorher ein kleines Geschenk gebracht. Wir haben ein kleines Gegengeschenk, nicht so wertvoll wie diese additiv gefertigte Rakete, aber doch ein kleines Erinnerungspräsent für Sie und auch für Ihren Mann.